Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es wieder um den Baron. Wir haben ein Problem mit dem Scheibenwischer und das wollen wir jetzt beheben. Unter anderem, wir haben mehrere Probleme, aber das ist jetzt erstmal das, worum wir uns kümmern. Jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht es weiter. So, willkommen zurück. Wir haben folgendes Problem in dem Auto. Der Scheibenwischer auf der Beifahrerseite macht nichts. Das liegt daran, dass da so eine Buchse kaputt ist. Wahrscheinlich, hoffe ich. Also das hatten wir auf der Fahrerseite auch schon mal repariert. Und das machen wir jetzt auf der Beifahrerseite auch. Und dann sollte das wieder funktionieren, hoffentlich. So, um an den Scheibenwischer dran zu kommen, müssen wir erstmal die Motorhaube aufmachen. So, als erstes müssen wir hier diese Abdeckung abmachen. Das machen wir jetzt mal und dann kommen wir unten an den Scheibenwischermotor. Der ist da irgendwo und können dann die Buchse tauschen. So, wir haben jetzt die Scheibenwischer ab. Man muss die ein bisschen anwinkeln und dann hier den Clip nach vorne ziehen. Dann kann man die relativ einfach lösen. Und die Abdeckung wird auch gerade entfernt. So, und jetzt sehen wir ganz viel Dreck, wobei wir das schon mal sauber gemacht haben. Und jetzt sehen wir hier den Scheibenwischermotor. Den müssen wir auch noch machen, dass wir da an das Gestänge kommen dahinter und dann da die Buchse wechseln. Und wie sich das gehört, haben wir beim vorsichtigen Ausbau natürlich sämtliche Pins zerstört. Aber die tauschen wir aus, das ist kein Problem. Und jetzt gehen wir daran, den Wischermotor auszubauen, damit wir an das Gestänge kommen. Das Gitter hier müssen wir auch rausnehmen. Das ist aber auch nur geklippt. Das kann man einfach rausziehen. Also halb einfach. Als nächstes nehmen wir den Wischermotor raus. Das sind 13er Nüsse. Und dann kommen wir hinten an das Gestänge, dass wir dann die Buchsen tauschen können. Die beiden oberen Schrauben haben wir jetzt gelöst. Wir müssen jetzt noch hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, genau da, diese Schraube noch, diese Mutter noch lösen. Das machen wir mit einem Ratscheschlüssel, weil wir da mit der Ratsche nicht drankommen. Auf die Seite, ne? So, jetzt haben wir alle Muttern gelöst. Jetzt kann man den Wischermotor halb rausnehmen, dass man hinten an die Buchsen kommt, hoffe ich. Das sieht gut aus. So, dann ist das da. Kommen wir dann da dran, das wird jetzt gefummelt. So, wir haben jetzt hier das Loch, wo der Pinökel reinkommt. Der wird hier hinten eingehakt. Das ist das gute Stück. Ist da das alte Plastikteil noch drauf? Ne. Boah. So, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, das Teil hier auch noch rauszunehmen, weil wir sonst hier unten sehr, sehr schlecht drankommen. Neben die Ratschen. Und ja, deswegen holen wir das jetzt auch raus. Aua!
So, das haben wir jetzt rausgebaut. Da kommt der Plastiknupsi drauf und dann sollte das alles wieder funktionieren. So, die neue Buchse haben wir jetzt mit der Zange draufgepresst. Und jetzt bauen wir das wieder vernünftig ein und dann sollte eigentlich alles wieder funktionieren. Wir haben den jetzt wieder rausgenommen und machen den erstmal in den Arm rein und dann in den Knopf. So, mit einer Zange und ein bisschen roher Gewalt und ganz viel Fingerspitzengefühl ist der jetzt auch drin. Jetzt packen wir den da drauf und dann Hoffen wir, gucken wir, dass wir das irgendwie da wieder reinkriegen. Ja. So, auch das hat mit der Zange und ein bisschen Gefühl geklappt und jetzt sollte das wieder funktionieren. Jetzt fummeln wir den da irgendwie wieder rein. So, ich hoffe, man sieht das jetzt ein bisschen. Wir haben das jetzt alles wieder eingebaut. Wer wissen will, wie der Einbau geht, der guckt sich einfach das Video rückwärts an. Damit haben wir euch jetzt nicht gelangweilt und ich denke, wir testen jetzt einfach mal. So, dann testen wir jetzt mal, ob es jetzt funktioniert. Einmal bitte Scheibenwischer anwerfen. Oh, guck dir das an. Ein Wunder ist geschehen. Jetzt spritzt hier nicht rum, ich habe eine Kamera in der Hand. Mann, oh Mann. Ja, wunderbar. Das finde ich, haben wir super gemacht. Muss man auch mal sagen. So, zum guten Abschluss nochmal, was wir alles gebraucht haben. Wir haben natürlich die Ersatzbuchsen. So, müsste scharf sein. Für den Wischerarm gebraucht. Eine 8er Nuss, eine 10er und eine 13er. Eine Zange, um das alles ein bisschen reinzupressen. Die Ratsche für den Wischermotor, die Schraube unten. Schraubenzieher, um uns gegenseitig zu pieken. Und das, um die Pins von der Verkleidung runterzumachen. Ja, mehr braucht man nicht. Ist eigentlich überschaubar. Arbeitsaufwand würde ich jetzt sagen, grob eine halbe, dreiviertel Stunde. Wenn man weiß, was man tut, geht es bestimmt auch schneller. Und in diesem Sinne machen wir einmal so rum. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, fahrt vorsichtig und einen schönen Tag noch.